Ja, Erfolgsmessung für Marketing ist ganz leicht. Ein Klick reicht. Und zwar zeige ich dir, um welchen Klick es jetzt geht. Ich gebe jetzt hier mal einen Suchbegriff ein, klicke auf unsere Landingpage, lehne das Pop-up mal ab und frage per E-Mail an. Und diesen Klick, den kann ich messen. Und zwar siehst du jetzt hier, gerade eben ist jetzt jemand über diese Maschinenbauseite gekommen, hat nach unten gescrollt und hat dann eine E-Mail geschickt. Und dieses E-Mail-Klick ist als Ziel definiert und so kann ich sehen, über Google gab es eine Anfrage. Ob jetzt diese E-Mail tatsächlich abgeschickt wurde, können wir natürlich nicht messen, aber dass ein Kanal eine Anfrage Klick generiert hat, können wir schon, und zwar auch für Telefonklicks, zum Beispiel am Handy oder Formularbuttons. Das geht auch. Und es geht nicht nur für Google, sondern für sämtliche Marketingkanäle, also auch Newsletter oder ein Messeausstellerprofil könnte ich messen, ob jetzt diese Aktion was gebracht hat. Hier sehe ich zum Beispiel auch, dass wir im April von jemandem geteilt wurden, also unser Messekalender wurde geteilt und wir hatten im April über LinkedIn 229 Besucher und kann auch noch nachforschen, was funktioniert eigentlich besser, unser Kalender PDF oder Excel-Datei, und sehe, dass 91 mal das PDF runtergeladen wurde und 82 mal das Excel. Also es ist ungefähr gleich auf und wir sollten weiterhin beides anbieten. Wie geht das alles? Ich habe ja das Pop-up weggeklickt, indem ich Matomo so konfiguriere, dass eben die personenbezogenen Daten anonymisiert sind. Ich bin gerade auf der Webseite von der EU, die nochmal klar darüber Auskunft gibt, was denn personenbezogene Daten sind. Die kann man alle in Matomo sehr genau anonymisieren und auch die Daten lokal ablegen. Das bedeutet, die Daten werden nirgendwo hingeschickt, sondern sind einfach in der WordPress-Datenbank gespeichert. Und wenn das alles sauber konfiguriert ist, werden auch keine personenbezogenen Daten erfasst. Dementsprechend muss man auch nicht darüber informieren, wenn man einfach nur Traffic misst. Und man kann keine Rückschlüsse mehr auf die Person ziehen. Um das umzusetzen, benötigt es schon ein bisschen Erfahrung und also, obwohl wir das jetzt schon öfters gemacht haben, brauchen wir ungefähr einen ganzen Tag, insbesondere wenn auch Google Ads Anzeigen ausgewertet werden sollen, weil dieses Kampagnentracking ist sehr viel manuelle Arbeit. Aber es lohnt sich, weil man plötzlich weiß, wo ich eine Return on Investment bekomme, über welchen Kanal und ganz zielgerichtet Marketing machen kann.